willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Yamaha Tech TV. Mein Name ist Dr. Alexander Ramonat und bei uns heute zu Gast im Studio ist Patrick Hamle. Hallo Alexander, schön dich zu sehen. Hallo Patrick. Du bist bei Yamaha Electronics Business Development Manager im Bereich Automotive. Das stimmt. Ich bin nunmehr seit über 20 Jahren bei Yamaha tätig und da im Bereich Business Development Management schaue ich derzeit auf die Marktsegmente unserer Kunden und welche Produkte in den nächsten 5 bis 10 Jahren dafür interessant sein könnten, damit wir auch die richtigen Produkte auf dem Markt haben. Ja, und du bist heute zu uns gekommen, um uns nochmal eine Übersicht zu geben über das Automotive Portfolio. Automotive ist erstmal grundsätzlich ein relativ genereller Begriff. Welche Bereiche können wir denn abdecken? Ich denke, jeder hat mitbekommen in den letzten Wochen und Monaten oder auch Jahren, dass die Automotive in einem sehr großen Transformationsprozess sich befindet. Das heißt, in Zukunft werden Begriffe wie Konnektivität, E-Mobilität, Car Computing, Infotainment-Systeme eine ganz herausragende Rolle spielen und dafür versuchen wir unsere Produkte natürlich zu entwickeln. Und ja, alle diese Segmente, die kann man natürlich jetzt wahrscheinlich nicht mit einem universellen Steckverbinder bedienen, sondern da brauchst du mal angepasste Lösungen. Welche Lösungen sind denn das in unserem Fall konkret? Ja, wäre schön, wenn es einen Stecker für alles gäbe, aber speziell für diese Bereiche konzentrieren wir uns natürlich auf den High-Speed- und High-Frequency-Bereich. Wir haben zum einen unsere Mini-FACRA-Serie YMFC genannt hierzu und für den Ethernet-Bereich unsere YHDE-Serie. Diese beiden Konnektoren werden sich zukünftig in nahezu jeder Applikation wiederfinden lassen. Genau, und da haben wir jetzt, ja, wie du schon gesagt hast, im Endeffekt die Datenmenge im Fahrzeug wird kontinuierlich steigen, wird immer mehr. Und es braucht eben dafür speziell angepasste und optimierte Steckverbinder. Aber ich denke, es braucht natürlich auch angepasste und optimierte Kabel. Haben wir dort auch eine Lösung in unserem Portfolio? Ja, auch hierfür sind wir natürlich tätig gewesen. Nennt sich YFFC, ist unsere Flachbandkabellösung. Auch dafür haben wir noch ein zusätzliches Steckverbindersystem entwickelt mit einem Doppelverriegelungsmechanismus. Dieser war notwendig, weil diese Steckverbinderserie meistens in sehr engen Bauräumen eingesetzt wird und hierfür eine Haptik benötigt, die dem Kunden ein sicheres Gefühl gibt, dass dieser Steckverbinder auch sicher im System verbunden ist. Ja, der Y-Lock ist jetzt so ein klassisches Beispiel für eine Neuentwicklung, eine kundenorientierte Neuentwicklung. Aber ich denke auch im Engineering ist eine unserer Stärken, dass wir auch bestehende Produkte versuchen, immer weiterzuentwickeln. Gibt es da in dem Automotive-Bereich auch ein schönes Beispiel? Ja, auch da haben wir wirklich ein sehr gutes Beispiel. Nennt sich Y-Quad, ist die Main Connector-Serie. Hier hat es sich um einen Stecker gehandelt, der meines Erachtens schon über 25 Jahre am Markt ist. Unsere Kunden haben uns da angesprochen, etwas zu entwickeln, was für die neuen Prozesstechnologien und Verarbeitungsprozesse anwendbar ist. Und hierfür konnten wir ein neues System entwickeln und haben sehr gute Erfolge dabei erzielt und sind mittlerweile einer der führenden Anbieter dafür geworden. Und ja, das ist jetzt ein Steckverbinder seit 25 Jahren erfolgreich im Einsatz, weiterentwickelt. Und wenn wir jetzt nochmal nach vorne gucken in die nächsten 5 bis 10 Jahre, was denkst du, wo geht da die Reise im Bereich Automotive hin? Also aus meiner Sicht ganz klar, Car Computing und autonomes Fahren sind hierfür die Hauptbegriffe. Bereits heute sind wir in der Lage, dem Kunden hierfür ein Angebot zu machen. Das ist unsere YCCC-Serie, Yamaichi Car Computing Connector. Und hierbei sind wir wirklich in der Lage, dem Kunden ein Angebot zu machen, wo er diesen Stecker bereits in seine Applikation oder Vorsehen einbauen kann. Wie du siehst, wir sind bereit für die Zukunft unserer Kunden. Ich denke auch, da steht uns eine ganz spannende Zukunft bevor. Und ich danke dir, dass du heute die Zeit genommen hast, das Portfolio mal uns vorzustellen. Sehr gerne, Alexander. Ja, und Ihnen, liebe Zuschauer, danke ich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen bleiben Sie neugierig.